Hallo zusammen. In den letzten Monaten meines Jurastudiums befasste ich mich sehr intensiv mit dem Thema Whistleblowing bzw. Whistleblower-Schutz. Plötzlich an einem ganz normalen Tag in der flüsterleisen Unibibliothek, ich war gerade in einer Recherche zu internationalen Whistleblowing-Gesetzen vertieft, dämmerte es mir völlig zufällig. Krass, dass ausgerechnet die Geschichte eines großen Whistleblower-Skandals dich selber zum Whistleblower gemacht hat. Und das, ohne dass du es damals überhaupt gecheckt hast. Heute erzähle ich einmal die Geschichte meines Whistleblower-Countdowns und betätige mich damit gleich nochmals als Whistleblower, denn es geht heute auch um brisante Tagebucheinträge von mir, die einen tiefen Einblick unter anderem in die Arbeitsweise von KlarTV erlauben. Doch jetzt mal der Reihe nach. Ich habe mich vor einem Jahr zwar insofern etwas aus der Öffentlichkeit verabschiedet, als dass ich derzeit keine Interviews und Ähnliches mehr in den öffentlichen Medien zur OCG gebe. Mein eigener Blog auf chesterton.ch und auch dieser Kanal hier steht natürlich weiterhin offen für Hintergrundinformationen und meine persönlichen Gedanken. Ich habe soeben mein Jurastudium im Bachelor erfolgreich abgeschlossen und endlich wieder mal ein bisschen Zeit für meine Hobbys. Darum herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und auch zu einem neuen Blog-Eintrag, der die ganzen Quellen enthält, auf die ich in diesem Video verweise, und vertiefende Informationen, Originalscans meiner Tagebucheinträge. Ihr findet ihn unten verlinkt. Zuerst will ich heute ausdrücklich alle diejenigen unter euch begrüßen, die noch in der OCG verbindlich mit dabei sind. Ich weiß, dass ihr ein rigoroses Verbot habt, meine Videos anzuschauen. Dass ihr trotzdem hier seid, zeigt, dass ihr intuitiv vernünftig handelt, denn eine Herrschaft, die keinerlei Widerspruch erträgt, ist eine schwache Herrschaft. Darum toll, dass ihr da seid und euch meine Gegenstimme zumutet. Mein Whistleblower-Countdown handelt von der Geschichte des berühmten letzten Tropfens, der das Fass in meinem Leben zum Überlaufen brachte, sodass ich genau heute vor 8 Jahren, am 29. August 2016, einen krachenden Neuanfang wagte. Zur Erinnerung, ich wurde in eine neureligiöse Gruppe aus der Schweiz namens OCG hineingeboren. Diese Gruppe hat in den letzten Jahren vor allem mit dem Online-TV-Kanal KlarTV einiges an Aufmerksamkeit erregt. Ich bin der älteste Sohn des Gründers und Führers der OCG, verbrachte 3 Jahrzehnte in dieser Organisation, zuletzt 12 Jahre vollzeitlich als Mitarbeiter, als Juniorpartner der OCG-Regie, der vordersten Führungsebene in Walzenhausen, könnte man so sagen. Heute vor 8 Jahren stieg ich in einer dramatischen Aktion aus der OCG aus. Ich habe das auch schon in einem Video mal ein bisschen angedeutet. Wie ihr vielleicht aus meinen früheren Berichten ebenfalls schon wisst, wollte ich den Ausstieg bereits im Sommer 2011 durchziehen. Ich war bereits damals am Ende meiner geistigen Kräfte angelangt. Es waren jahrelange, regelmäßige und vor allem auch vielschichtige Konfrontationen mit meinem Vater und der vordersten Führungsebene vorausgegangen. Ein wichtiger Konfliktpunkt war gewesen, dass mein Vater damals ernsthafte Sympathien für Adolf Hitler hegte. Er nannte ihn intern seinen großen Bruder Adi, leugnete und relativierte den Holocaust intern unmissverständlich, unterstützte berühmte Nazis nach Kräften und führte meinen Kampf auf Rang 2 seiner Lektüren-Hitparade. Ja. Ich fand das damals wie heute abscheulich. Allerdings genügte die Situation 2011 noch nicht, um mich den Ausstieg wirklich durchziehen zu lassen. Einerseits gab es meine private Situation noch nicht her. Ich war gerade frisch mit meiner Frau Mia verheiratet. Ein Ausstieg hätte uns ziemlich sicher auseinandergebracht. Andererseits obsiegten oft zuletzt doch Zweifel, so dass der letzte Schritt nicht geschehen konnte. Ich komme dann noch darauf zurück. Nach einer letzten großen Eskalation am 17. Juli 2011 in Belgien kapitulierte ich noch einmal, gab klein bei und wurde darauf nochmal für 5 Jahre zum Musterschüler. Auch davon habe ich schon mal in einem Video erzählt. Im Frühling 2016 dämmerte es mir dann allerdings langsam, dass es im Leben immer noch eine Stufe grotesker geht, wenn man die Kraft zum Handeln nicht rechtzeitig aufbringt. Es war, als mein Vater allen Ernstes damit begann, mit der Theorie einer flachen Erde zu flirten. Es kam damals in Schüben. Er hatte sich Anfang 2016 erstmals einen eigenen Internetzugang in seinem Büro einrichten lassen, nachdem er davor fast 2 Jahrzehnte lang damit gezögert hatte, weil er das Internet als Teufelszone verstand und versteht.
Er wäre vielleicht besser dabei geblieben, denn bei einer ersten eigenen Recherche im Internet stieß er dann auf für ihn sensationelle Neuigkeiten. Ein Verschwörungsblog aus den USA behauptete, die NASA sei eine einzige Verbrecherbande, ein Außenposten Hollywoods, der die Menschheit systematisch täusche. Die Mondlandung 1969 sei ohnehin ein Fake gewesen, aber jetzt kommt's. Auch die Katastrophe von 1986, als alle 7 Besatzungsmitglieder der Challenger-Raumfähre auf tragische Weise ums Leben kamen, sei lediglich eine Show gewesen. In Wahrheit würden alle 7 Besatzungsmitglieder noch mitten unter uns leben. Eine Google-Bildsuche habe den Beweis dafür erbracht. Zuerst präsentierte er diese Story bei einer Großkonferenz der OCG vor etwa 2000 Personen am 25. Juni 2016. Danach begann er dann mit der Produktion eines sogenannten Dokumentarfilms über die Challenger-Katastrophe mit dem Titel »Werden wir an der NASA herumgeführt?». Sein Motiv dahinter kommunizierte er intern offen: die Wissenschaft delegitimieren, den Boden bereiten, um das Weltbild der Zuschauerschaft im wahrsten Sinne des Wortes zu erschüttern und das Thema flache Erde vorzuspuren. Am Sonntag nach dieser Konferenz sinnierte er dann auch familienintern über neue Forschungsprojekte der OCG, wie wir mittels eigener Vermessungen der Erdoberfläche den Beweis für eine flache Erde erbringen könnten. Meine Mutter schwärmte in höchsten Tönen, es gehe ja so hoch bei diesen Gedanken, ein interner Code, um Zustimmung zu signalisieren. Ihr könnt euch die Traurigkeit vermutlich kaum vorstellen, die mich in diesen Tagen erfasste. Tief in mir hatte ich mir in den Jahren davor gewünscht, im Unrecht zu sein, damit mein Leben so bleiben könnte, wie es damals war, denn ich hatte eigentlich riesige Angst vor Veränderung. Dennoch wirkte mich der dunkle Schatten der Gewissheit immer unentrinnbarer, dass ich meine Lebenszeit für einen schlechten Scherz, bestenfalls in Wirklichkeit wohl für eine gefährliche Lügenmaschinerie, investiere. Und die Ausreden gingen mir langsam aus. Ich konnte mein Spiegelbild nicht mehr ansehen, weil ich wusste, du siehst diesen ganzen Wahnsinn hier ziemlich klar und trotzdem schweigst du als egoistischer Opportunist. Die Geister, die ihr hier ruft, die werdet ihr nicht mehr los und du wirst nie behaupten können, ja, ich habe halt einfach nur Befehle ausgeführt. Ich dachte immer, Papa wüsste ja, was er tut. Ich war loyal und gehorsam und ging hinterher. Du hast eine eigene Verantwortung in deinem Leben. Viele Außenstehende können sich allerdings kaum vorstellen, wie schwierig es ist, im innersten Machtzirkel eines geschlossenen Systems wie der OCG Kritik zu üben. Damit man überhaupt in den innersten Zirkel vorgelassen wird, muss man über Jahre hinweg komplette Ergebenheit beweisen. Man beweist sie, indem man aktiv dazu beiträgt, die Dynamik des vorauseilenden Gehorsams um die Führungsperson zu kultivieren und zu perfektionieren. Und im innersten Machtzirkel wird dann selbst an deinen Blicken abgelesen, ob du zweifelst. Jubelst du nicht strahlend und euphorisch genug über die weisen Worte des Führers, erwächst du bereits Verdacht. In so einem System können Blicke und Tonlagen über den Fortgang deiner Lebensgeschichte entscheiden. Du wirst also niemals unbedacht Kritik üben, schon gar nicht fundamentalste Kritik. Der Leidensdruck wurde für mich dann im Sommer 2016 aber so groß, dass ich mich entschied, es trotzdem noch einmal mit Ehrlichkeit zu versuchen. Ich hoffte, es könnte mir vielleicht mit etwas hinzugewonnener Reife und Besonnenheit im Gegensatz zu 2011 diesmal gelingen, einen Prozess, einen konstruktiven anzustoßen. Hinzu kam, dass ich mir beim Thema flache Erde und auch bei der haltlosen Behauptung, die NASA betrüge die Welt über die wahre Gestalt der Erde, sicher sein konnte, dass ich meiner Wahrnehmung trauen konnte. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Bei früheren Konfrontationen obsiegten zuletzt oft die Zweifel, weil ich mir dachte, ja, du als möchtegern kluger Schreiner willst hier jetzt dein Leben über den Haufen werfen, betreffend Fragen, wo Leute mit akademischem Hintergrund, mit Doktortiteln deinem Vater Recht geben, wie willst du dir sicher sein und so weiter. Zuletzt hat es dann immer an diesem entscheidenden Kick gefehlt, mir sicher zu sein. Und da wusste ich, das flache Erde-Thema, das kannst du bewältigen, das eignet sich auch als Testballon. Und ich wollte damit prüfen, wie würde mein Vater auf Kritik reagieren, wie würde er es mit der Wahrheit halten in dieser Sache.
Am 30. Juni 2016 wagte ich mich dann hervor. Ich musste behutsam vorgehen. Das war nach der Konferenz, an der mein Vater erstmals öffentlich über die NASA-Sache gesprochen hatte. Ich entschied mich da als Mitglied der Chefredaktion von KlarTV und innerhalb der gewöhnlichen dienstlichen Korrespondenz mit meinem Vater ihm ein kurzes Memo zuzuschicken, ein sehr unaufgeregtes, kurzes Memo. Ich teilte ihm darin mit, ich finde, wir hätten uns mit diesen Aussagen zur NASA wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Zudem fügte ich, was das Thema flache Erde betrifft, noch den YouTube-Link eines ISS-Rundgangs an. Das Video zeigte einerseits die Kooperation zwischen den USA und Russland auf der internationalen Raumstation und andererseits auch die Kugelgestalt der Erde. Wenn also auch dieses Video ein Täuschungsprodukt wäre, merkte ich an, dann müssten auch die Russen daran beteiligt sein. Und ich wusste, dass Paar auf die Russen überhaupt nichts kommen ließ und hoffte, ihn damit vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen zu können. In der Folge redete mein Vater dann plötzlich fast einen ganzen Monat lang nicht mehr direkt mit mir. Immerhin eine knappe Woche später, kurz vor seiner Abreise auf den Campingplatz in Geilingen am Rhein, ließ er mir über seine Sekretärin ausrichten, er habe mein Memo eben gerade vor Abreise kurz gelesen, es sei irgendwo in einem Stapel verloren gegangen. In der Zwischenzeit habe er aber bereits ein ganzes Drehbuch für einen kompletten NASA-Film verfasst. Selbstverständlich würde dieser Film in seiner Abwesenheit nicht veröffentlicht werden, ohne mein Okay. Ich solle doch das Drehbuch gerne begutachten. Bereits eine kurze Quellenrecherche zum Drehbuch genügte mir darauf hin, um zu sehen, dass der von meinem Vater zitierte Blog höchst unseriös war. Ja. Hinzu kam, dass der Verfasser des Artikels in einem späteren Blogartikel sogar selbst inhaltlich zurückrudern musste, was er aber gar nicht mehr gesehen hatte. Zudem gab es zahlreiche dramatische Ungereimtheiten in der Geschichte. Ich verfasste darum ein kurzes Gutachten zur Quellenlage über den NASA-Film, woraus man schließen konnte, dass es an jedem Fundament fehlt eigentlich. Gleichzeitig verzichtete ich darauf, zu panisch oder alarmistisch zu klingen und überließ Paar die Entscheidung über das Schicksal des Films komplett. Ich wollte ihn ja nicht unter Druck setzen, sondern abspüren, wie er mit meinem Signal prinzipiell umgehen würde. In der Meinung, Paar würde mein Gutachten dann am kommenden Dienstag lesen, fuhr ich am Sonntag davor, am 10. Juli, mit meinen Geschwistern nach Geilingen am Rhein zu meinem Vater auf den Campingplatz, um mit ihm seinen 60. Geburtstag zu feiern. Er hatte am 10. Juli seinen 60. Geburtstag. Gerade hatte ich mich noch gefreut über sein Vertrauen und dass es mir gelungen war, irgendwie konstruktive Kritik zu üben und ich damit scheinbar auf Gehör stieß, als mein Testballon mit einem lauten Knall abgeschossen wurde. Noch auf der Hinfahrt zu seiner Geburtstagsfeier wurde ich plötzlich von meinen Geschwistern im Verbund massiv zur Rechenschaft gezogen. Sie erklärten mir, ich hätte dem Teufel Raum gegeben, indem ich nur schon in Erwägung gezogen hatte, Paar bezüglich seiner NASA-Aussagen zu hinterfragen. Ich bat, etwas überrumpelt und irritiert, sie sollten doch vielleicht noch bis Dienstag warten mit ihrem Urteil, bis Paar das Gutachten überhaupt gelesen hätte. Doch in Geilingen angekommen, verstand ich dann, dass Paar vom Campingplatz aus die Anweisung gegeben hatte, den Auftrag gegeben hatte, mich zum Schweigen zu bringen, noch bevor er das Gutachten überhaupt gelesen hatte. Die Wahrheit interessierte ihn also völlig offensichtlich nicht im geringsten. Und das war der Tropfen, der das Fass bei mir zum Überlaufen brachte. Um den schönen Festtag dann nicht zur Katastrophe ausarten zu lassen, schauspielerte ich meine verständnisvolle Reue und Einsicht, doch innerlich war die Entscheidung gefallen. Das war's. Ich werde aussteigen, ich muss aussteigen, ich kann hier nichts mehr tun. Der 10. Juli 2016 wurde damit zum Tag 50 meines Countdowns bis zu Tag 0, dem Ausstieg am 29. August 2016. Warum es diesen Countdown brauchte, das könnt ihr auf meinem Blogartikel im Detail nachlesen. Ich hoffte allerdings, bis zur letzten Minute, der Countdown könnte noch durch höhere Gewalt unterbrochen werden. Am 15. Juli, am Tag 45 des Countdowns, ging dann der Dokumentarfilm meines Vaters über die Challenger-Katastrophe online und wurde in Kürze 100.000-fach geklickt. Am Morgen des 26. Juli, am Tag 34 des Countdowns, rief mich Paar dann zu sich ins Büro und offenbarte mir unter dem Eindruck der fantastischen Klickzahlen seines NASA-Films den Grund für die längere Funkstille zwischen uns. Schnell atmend und für seine Verhältnisse ungewöhnlich nervös setzte er an: Simon, ich habe nach deinem Warnhinweis tagelang ernsthaft mit dem Gedanken gerungen, KlarTV komplett einzustampfen.
Ich bin aber zuletzt zum Schluss gekommen, es doch nicht zu tun und den Prinzipien treu zu bleiben, die mich jetzt jahrzehntelang unfehlbar navigiert haben. Also fällte ich die Entscheidung über den NASA-Film mit diesen Leuten, mit denen ich seit je meine Entscheidungen fälle, mit den 4 Teamfrauen und mit Mami. Wir konnten damals ja noch nicht ahnen, dass der Film dann ein solcher Erfolg werden würde. Kein Wunder war er so angefochten gewesen im Vorfeld. Ich kann dir also darum nur ans Herz legen, uns weiterhin zu vertrauen. Ja, er redete im Pluralis Majestatis und in deinem Teil zu bleiben. Du bist mein fähigster Umsetzer, das ist das, was du am besten kannst, bleib dabei, tue nichts ohne Auftrag, behalte deinen Wesenspunkt, deine Wesensverfehlung der Neugierde weiterhin vor Augen. Wenn wir alle in unserem Teil bleiben, dann werden wir durchbrechen und grenzenlosen Erfolg haben. Seine angespannte Aura macht es überdeutlich, dass in diesem Moment schon ein kritischer Blick von meiner Seite genügt hätte und die Kollision von 2011 hätte sich in voller Wucht wiederholt. Also musste ich unter dem Radar fliegen und unbedingt keinen weiteren Verdacht erwecken, sonst wäre meine Ausstiegsplanung und vor allem meine Strategie, wie ich meine Frau Mia und Lael aus der Schusslinie nehmen wollte, ins Wasser gefallen. Also nickte ich gehorsam und reuevoll und sagte, ja, Pa, es tut mir leid, dass ich mich aufgedrängt habe, dass ich zu neugierig war. Ich werde künftig in meinem Teil bleiben. Zum Ende des Gesprächs, das aus seiner Sicht sehr harmonisch verlaufen war, beteten wir gemeinsam wie gewohnt. Wir befahlen die Geister der Spaltung, die zwischen uns gewirkt hatten, hinaus auf Azazel, auf die Söhne des Verderbens, auf die Verschwörer und forderten von Gott den Untergang der freien, das heißt der westlichen Welt. So läuft das da im innersten Zirkel. Ich war selbst davon verblüfft, in welcher Ruhe und Demut ich Pa an diesem denkwürdigen Morgen in die Augen blicken konnte, während ich innerlich bereits Tag 34 meines Ausstiegs-Countdowns zählte. Wie sehr hatte ich mir vor diesem Gespräch erhofft, es könnte den Countdown vielleicht unterbrechen? Vergeblich. Am 8. August 2016, Tag 21 meines Countdowns, kam mir dann völlig überraschend erstmals die Idee, wohin meine Reise nach dem Ausstieg überhaupt gehen könnte. Du wirst ein Jurastudium anpacken, durchfuhr es mich. Was für ein aberwitziger neuer Gedanke, ja? Liebe OCG-Mitglieder, nein, es ist nicht die Wahrheit, dass ich die OCG angeblich aufgrund meiner Karrierepläne verlassen hätte und damit wehenden Fahnen davongeritten sei. Nein, die Idee zum Rechtsstudium kam mir erstmals, nachdem die Entscheidung zum Ausstieg längst gefallen war. Meine Tagebücher beweisen das, ihr könnt es auf meinem Blogartikel lesen und nachprüfen. Am 29. August zog ich den Ausstieg dann durch. Ihr findet auf meinem Blog auch heute erstmals alle meine Tagebucheinträge dieses schicksalhaften Tages 0. Prüft selbst, inwiefern ich da mit wehenden Fahnen überheblich davon geritten bin. Ich fasse meinen Ausstiegs-Countdown als KlarTV-Whistleblower zusammen. Ich hatte versucht, auf die völlig unseriöse Quellenlage zum Dokumentarfilm meines Vaters über das Challenger-Unglück bei der NASA hinzuweisen. Ich schrieb als Mitglied der Chefredaktion von KlarTV zunächst ein Memo an ihn und führte danach in seinem expliziten Auftrag eine Quellenprüfung durch. Doch ich hatte damit kein Durchkommen. Ohne das Ergebnis meiner Arbeit auch nur schon anzusehen, wurde ich in seinem Auftrag zum Schweigen gebracht. Es blieb mir darum nur die Wahl, mich zu beugen oder zu fliehen. Ganz ähnlich erging es übrigens im Jahr 1986, und jetzt komme ich auf den Punkt, dem US-amerikanischen Ingenieur Roger Boisjoli. Er war bei einem Subunternehmen der NASA angestellt und warnte in den Monaten vor der Challenger-Katastrophe auf dem internen Dienstweg rechtzeitig vor der bevorstehenden Katastrophe. Er wurde von hochrangigen NASA-Beamten zum Schweigen gebracht. Als er nach der Katastrophe dann das Memo veröffentlichte, welches er seinen Vorgesetzten vor dem Unglück geschrieben hatte, gerieten die Angehörigen der 7 toten Besatzungsmitglieder, und ja, sie sind alle tot, dermaßen außer sich, dass der Druck der Öffentlichkeit auf die NASA-Führung gigantisch wurde. Der US-Kongress erweckte danach ausdrücklich wegen der Dynamik, die diese Katastrophe, diese Whistleblower-Katastrophe verursacht hatte, das erste Whistleblower-Gesetz der US-Geschichte aus Bürgerkriegszeiten wieder zum Leben, den sogenannten False Claims Act von 1863. Der False Claims Act schützt Whistleblower nicht nur, sondern belohnt sie auch für ihren Dienst am Gemeinwohl. Allerdings ist er nicht auf Leute wie Snowden anwendbar, doch das wäre wieder eine andere Geschichte.
Ich fasse zusammen. Die Challenger-Katastrophe war das Ergebnis mangelnden Hinhörens der NASA-Führung auf interne Whistleblower. Es gab diese Katastrophe, es gab die Opfer und es gibt ihre am Boden zerstörten Angehörigen bis heute. Es ist eine Verhöhnung aller 7 Opfer der Challenger-Katastrophe, eine Verhöhnung ihrer Angehörigen und eine Verhöhnung der Whistleblower, die rechtzeitig vor der Katastrophe gewarnt hatten. Heute allen Ernstes zu behaupten, es habe diese Katastrophe niemals gegeben und ihre Opfer lebten angeblich noch gesund und munter mitten unter uns. Es ist eine Verhöhnung der Wahrheit, es ist eine Lüge. So wurde zufälligerweise ausgerechnet die Klar-TV-Lüge über den Whistleblower-Skandal des Challenger-Unglücks der NASA zu dieser einen Lüge zu viel, die das Fass bei mir zum Überlaufen brachte, womit ich dann selbst zum Whistleblower werden musste. Ich erlebte hinterher immerhin die Standard-Story eines Whistleblowers am eigenen Leib. Nach erfolgloser interner Warnmeldung musste ich untertauchen und verlor dann auch meine gesamte Existenz. Weniger ins Klischee passt dabei, dass ich inzwischen gesund und munter in einem tollen Leben angekommen bin. Jetzt gerade mein Jura-Bachelorstudium mit einer aufwendigen Bachelorarbeit zum Thema Whistleblowing abschließen konnte und nach dem Masterstudium nun auf die Zulassung als Rechtsanwalt hinarbeiten darf. Was für eine glückliche Wendung, was für eine bombastische Geschichte. Ja. Allerdings kam es einzig dazu, weil ich eine grandiose Frau habe, die zu mir gehalten hat, die mit mir durch diese dunklen Stunden, durch diese dunklen Jahre gegangen ist, die so viel mit mir gearbeitet hat, die zu mir gehalten hat, hätten wir den Ausstieg nicht gemeinsam geschafft. Es hätte nicht funktioniert. Es gäbe uns vermutlich nicht mehr. Auf meinem Blogartikel könnt ihr zahlreiche weitere Details zu dieser Story lesen und auch warum es so schwierig war, den Ausstieg gemeinsam zu schaffen. Damit bin ich am Ende dieses Videos angelangt. Ich danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.